Und auf dem Rückweg haben wir alle geschnackt, ja du, den Hengst, den können wir nur gebrauchen. Ich sage, ja, er ist zwar ein bisschen derb, aber irgendwo hat er was, bewegte sich sehr, sehr gut. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Ich bin Lynn Rasmussen vom Reitsportmagazin und bei mir ist wieder Ina Tenz. Ina, du kommst eigentlich aus dem Rundfunkbereich, genau. Aber die Leidenschaft für Pferde verbindet uns. Das ist richtig. Ja, hallo. Unser großes Hobby. Genau. Heute geht es um Argentinus. Ja, der kommt ja eigentlich auch aus deiner alten Heimat. Das stimmt. Argentinus stand ja zeitlebens auf dem Zuchthof Klatte. Das ist in Klein-Rorschaden. Und ja, das ist ganz spannend. Ich kenne die Familie Klatte ja auch persönlich. Ich war nach dem Abitur vor ein paar Jahren bei Uli Klatte. Das ist der Bruder von Hinak Klatte. Der hat ein Gestüt in Australien und Hinak Klatte hat ja das Gestüt lange geleitet. Er hat jetzt übergeben an seinen Sohn Henrik Klatte. Und auch der Bruder von Hinak, Guido Klatte, der ist so quasi auch da auf den Hof mit integriert. Und der macht Horse-Shipping, also der fliegt Pferde weltweit aus. Da durfte ich auch mal mit nach New York, hatte mal Pferde begleitet. Und auch die Frau von Henrik Klatte, Alexandra Klatte, ist die Tierärztin dort auf dem Hof. Die kümmert sich um alles. Also ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Sehr schön. Heute geht es um Argentinus. Argentinus ist nicht der einzige große Hengst vom Zuchthof Klatte. Aber so viel kann man schon mal sagen, er hat eine große Besonderheit. Genau, er hat nicht nur Springpferde gemacht, sondern auch Dressurpferde. Also ein klassischer Doppelvererber, was ja relativ selten ist. Und Zuchthof Klatte hat natürlich diesen Schwerpunkt über das Springen. Aber Argentinus tatsächlich hat ja auch wirklich ein paar gute, bewegungsstarke Dressurkracher produziert. Ja, und du bist da gewesen. Wo habt ihr euch getroffen und wie ist dieses Treffen abgelaufen? Ja, wir waren im Wohnhaus der Familie Klatte. Ganz gemütlich, haben am Eichentisch gesessen und an den Wänden, da hingen Ölgemälde von den berühmten Hengsten des Gestüts mitten zwischen Familienfotos und auch zwischen natürlich dem Stammbaum der Familie Klatte, also einem alteingesessenen Zuchthof, da merkt man eben seit über 100 Jahren Tradition. Ja, hören wir doch am besten mal rein in euer Gespräch. Ja, machen wir. Hinak, wann hast du Argentinus zum ersten Mal gesehen? Also Argentinus erste Mal gesehen, 2,5-jährig oder 2-jährig war er damals. Die waren, also früher hatten die Hengstvoraus, die fanden ja immer noch auf den Höfen statt. Und in Nord-Oldenburg, Jan Munderloh, alter Hengstaufzüchter und auch Pferdekenner, kauft die jedes Jahr, das war damals auch in Hannover, immer ein paar Fohlen. So, und dann war mein Vater und wir waren zur Auswahl dahin und haben geguckt und der Hengst interessiert uns wohl. Er hatte irgendwo eine Ausstrahlung, war auch damals wie Carlos auch noch ein bisschen babyhaftig, war groß, war auch gut vom Kaliber her. Wie beschreibst du Ausstrahlung? Was ist das? Du siehst einen Hengst und was braucht er? Ausstrahlung ist, wenn ich jetzt ein Pferd anschaue und sage, mal, der gefällt mir einfach. Jetzt die Augen, das Ganze, die Proportionen vom Pferd, allem drum und dran. Man muss immer, der erste Eindruck ist der wichtigste. Das ist genau, wenn ich mir eine junge Frau aussuche, sonst wird das erste Eindruck muss passen. Und so ist es bei Hengsten eben genauso, es ist so. Und das war gegeben bei dem Hengst. Und dann sind wir auch nach Hause gefahren. Und auf dem Rückweg haben wir alle geschnackt, ja du, den Hengst, den können wir nur gebrauchen. Ich sage, ja, er ist zwar ein bisschen derb, aber irgendwo hat er was, bewegte sich sehr, sehr gut. Und damals gab es noch kein Freispringen, gab es ja alles gar nicht. Einfach so eben haben wir dann mal im Paddock ein bisschen laufen lassen und auf der Straße auf und ab getrabt und das war es dann auch. Ja, und irgendwie ließ es ja doch nicht in Ruhe. Und dann sind wir da nochmal wieder hingefahren, haben das in Ruhe nochmal angeguckt und sagen, ja, wir kaufen den Hengst. Ja, wollen wir verkaufen. Aber die anderen beiden, der war angenommen zur Körung seinerzeit, ja. Aber die anderen beiden da, die müssen hier mitkaufen. Ich sage, nee, die wollen wir aber nicht. Ich sage, Leute, das ist doch morgen. Ich sage, nee, ich sage, die anderen beiden sagen, was sollen wir damit? Ich sage, du, zum Fressen haben wir genug im Stall, da brauchen wir keine mehr. Ne? Ja, dann geht da gar nichts. Entweder alle drei oder keinen.
Ja, so, dann haben wir es dann nach langem Hin und Her erst Tee ordentlich aus Friesentee getrunken und was weiß ich alle. Und dann muss man noch ein paar Schnaps und Bier dabei trinken, obwohl ein Auto fahren muss. Aber zu damaliger Zeit war es ja noch ein bisschen einfacher als heute. Wäre jetzt verjährt, glaube ich. Ja, wir haben mittlerweile verwählt, darum kann man es jetzt auch immer sagen. Wenigstens, dann ist nach ein paar Schluck und Bier ist es dann doch gelungen. Dann haben wir dann alle 3 am Band gehabt. Ja, und dann haben wir da auch hier hingeholt und wir haben die weitere Vorbereitung dann auch gemacht. Und gut, die Vorbereitung bei dem war in Ordnung, aber nicht unbedingt professionell seinerzeit. Und haben ihn dann hier vorbereitet und wurde dann ja auch hier für Oldenburg anerkannt und gekürt auch. Also die Vorbereitung war ein bisschen Longieren und... Ja, war in dem Sinne ja ein bisschen rumlaufen, longieren irgendwo. Hauptsache war damals, hauptsächlich Traben an der Hand und ging einen Schritt. Wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Die Vorbereitung gedauert 3,5 bis 4 Monate dauerte die da dann. Heute ist es ja eigentlich fast ein Jahr bald, ne? 3/4 Jahr. Ja, gut, die sind ja in der Entwicklung. Also das ist eben, damals war es ja auch noch nicht so. Die Hengste wurden zwar meiner Meinung nach damals zu sehr schon gemästet. Waren alle sehr gut im Futter und sehr gut bei Fleisch. Das will man heute ja gar nicht mehr so unbedingt sehen. Also muskulös war er auch schon, aber die wurden nicht so hart und gar nicht mit Freispringen. Das wurde ja gar nicht gemacht. Und was hast du in ihm gesehen? Weil Argentinos ist ja eigentlich ein Allrounder. Der hat ja sowohl Dressurpferde gemacht als auch Springpferde. Aber so, was war seine Stärke? Wir hatten also damals im Auge als Dressurpferdevererber mehr oder weniger, weil er unwahrscheinlichen Antritt hatte, sehr aktiv von der Hinterhand herkam und wie gesagt, wenn der erste Antritt, der war gleich da und er wurde vorne schon einen halben Meter größer und so sollte es man immer sein. Ne? Das Dressurpferd muss Antritt haben und das hatte er auch. Und er war ja nur von der Abstammung her Argentinos Duden. Gut, haben wir gesagt, das ist in Ordnung, aber ja nur nicht unbedingt das Springblut überhaupt. So. Ja, dann musste ich auch angeritten werden. Das war also sehr einfach und problemlos. Er konnte alles mit ihm machen und der musste auch in eine Leistungsprüfung rein, hat seinerzeit auch eine recht gute Leistungsprüfung gemacht. Und weil er einen hannoverschen Brand hatte, wollten wir ihn auch gern für Hannover anerkannt haben. Das ging auch problemlos. Ja, und dann, wie gesagt, unser Motto war ja immer, die Hengste sind nicht nur zum Decken da, die sollen auch im Sport gehen. So, dann haben wir natürlich auch im Sport geritten. Dann also praktisch mehr oder weniger Familienpferd und andere. Ich glaube, da kann Henrik noch so viel sagen, weil er mit ihm auch aufgewachsen ist. Kannst du ja vielleicht ein paar Sachen zu sagen. Ja, Henrik, wie war es, als du das erste Mal auf Argentinos saßt? Erinnerst du dich? Also, doch, da kann ich mich schon dran erinnern. Also er war ja vorher schon sehr erfolgreich mit diversen anderen Familienmitgliedern, wie meinem Onkel Guido. Dann hat Britta ihn vorgestellt, dann meine Schwester Alexandra. Und dann war ich irgendwann an der Reihe, durfte ich auch mal. Und das war natürlich sehr imposant, wenn man also jetzt drauf gesessen hat. Da also alleine den Hals, den man oder was man da vor sich hatte, das war schon unbeschreiblich. Und obwohl man so viel Masse unter sich hatte, war trotzdem, also er war super rittig und war auch von den Hilfen her, also das war auch für mich ein perfekter Lehrmeister. Also der hat mir auch viel beigebracht und der hatte ein sehr großes Herz, viel Vermögen. Also ich habe es ihn auch nicht immer ganz so einfach gemacht. Und gab es dunkle Momente, wo du drauf gesessen hast und gedacht hast, oh mein Gott, heute Haken dran? Ja, das gab es auch schon. Es gab damals immer anlässlich der Körung, gab es so ein Hengstespringen. Das war dann halt nur für gekörte Hengste. Und da sind wir dann auch immer mit unseren Hengsten gestartet. Und dann hatte ich mal einmal auch mit ihnen eine Runde, wo ich wirklich einen Blackout hatte. Und wo ich mich fast an jeden Sprung vermetert hatte und die ganze Halle konnte es auch sehen. Also er ließ wirklich die Qualität erkennen und war am Ende, glaube ich, sogar noch Zweiter. Und das war natürlich für mich so ein peinlicher Moment. Also ich bin geritten wirklich wie so ein Ochse und bin dann auch an zweiter Stelle. Und das war natürlich für mich, also war es schon peinlich. Ja, aber er hat dich heil nach Hause getragen. Ja, das hat er eigentlich immer. Also wie gesagt, der hatte so eine Top-Einstellung. Und die hat er auch seinen Nachkommen mitgegeben und ich denke, deswegen ist es auch irgendwann gekommen, dass er Weltbester, in diesem Fall ja sogar Springpferdevererber wurde, hatte also ganz viele Nachkommen auf Top-Niveau, sogar bis zur Olympiade. Ja, wenn man die Lebensgewinnsummen sich mal ansieht, ne? 5,6 Millionen mittlerweile. Ja, und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, das war zu damaligen Zeiten, das war schon enorm. Also da waren ja längst noch nicht die Preisgelder so hoch wie jetzt. Und wenn du ihn trainiert hast hier zu Hause, hatte er Marotten? Also mochte er irgendwas nicht? Oder wenn du aufs Turnier gegangen bist, dass du dachtest, oh Gott, bloß keine Regenschirme?
Nee, der war vielleicht so, manchmal so ein bisschen, konnte er sich was rausgucken, so, dass man sagt, so, wo er sich selber dann so ein bisschen dran aufzog. Aber im Grunde genommen war das also wirklich ein absolutes Verlasspferd und war eine ganz tolle Zeit mit ihm. Und der Weg zum Turnier war auch kein Problem. Hänger fahren oder brauchte er mal einen Spezialkumpel? Überhaupt nicht. Das war damals sowieso da. Also da waren die LKWs, die waren noch nicht so komfortabel, wie sie heute sind. Da gab es auch keine Transportgamaschen oder sonst irgendwo. Ich kann mich daran erinnern, dann bin ich mit meiner Schwester los. Da standen 4 Hengste in der Reihe und da war kein Gekrähe, da war nichts. Da konnten wir, also was waren wir? Also ich war 17, 18, meine Schwester war 2 Jahre älter. Und dann sind wir jedes Wochenende mit den Hengsten da losgefahren. Und also wenn man überlegt heutzutage, was da für ein Aufwand betrieben wird und hier und da, das waren am Ende es ganz in Anführungszeichen normale Pferde wie alle anderen auch, so wurden die auch immer bei uns behandelt und dann haben wir die mitgenommen aufs Turnier. Was war dein größter Moment mit ihm? Was wirst du nie vergessen? Das war, wo ich Vizemeister wurde in Rastede, Vizelandesmeister mit ihm. Da war ich sozusagen in Führung und und dann war natürlich viel Hektik, viel drumherum und viel Gerede und du musst es so machen, du musst dies machen. Alle waren so auf einmal da, jeder war der beste Trainer und da war der Druck dann vielleicht am Ende dann zu groß und dann habe ich es dann im Finale auch so ein bisschen versemmelt. Da hatte ich, glaube ich, dann einen und dann war ich am Ende dann Vizemeister, aber war trotzdem ein ganz toller Moment. Und danach, wie das damals ja immer noch war, dann sind ja alle aufmarschiert und dann im Prinzip nach haben sie ja richtig noch einmal alle richtig Gas gegeben um die Rennbahn rumherum und dann mit ihm auch und das war schon unbeschreiblich. War schon auch ein Hengst, der sich gerne präsentierte. Also wenn man so wir kannten ihn jeden Tag, aber so als Außenstehender, das ist schon eine Erscheinung. Also wie er sich dann auch dahin stellte und auch, wenn man ihn jetzt mal gezeigt hat, so an der Hand, wie er sich da präsentierte, es war auch schon ein Pferd, was auch wusste, dass er was Besonderes ist, denke ich schon. Und das Decken war ja überwiegend gut Natursprung auch oder auch schon Bock? Oder? Bei Argentinus war es eigentlich, ich glaube, fast nur Besamung, ne? Auch schon, ja. Ja. Und da hat er sich auch gut angestellt. Ja, das war, also charakterlich war das war richtig ein ganz, ganz tolles Pferd, da konnte man alles mitmachen. Sie meint, ob er das gerne gemacht hat. Ach so. Die wollte es, glaube ich, nicht so direkt fragen. Ich kann sagen, er hat sehr gerne gemacht. Ja. Absolut. Ja. Er hat auch viel zu tun. Seiner Pflicht nachgekommen. Ja, absolut seinen Pflichten nachgekommen. Voll und ganz, ja. Und hatte er so Stallmarotten? Hatte er, ja. Stallmarotten, also Argentinus war ja unwahrscheinlich ein sauberes Pferd, grundsätzlich immer in seiner Box auf den gleichen Haufen geäppelt und gesagt, geschissen immer und auf sein Wasser gelassen, immer die gleiche Ecke, also das Ausmissen bei ihm, statt das dauerte 5 Minuten, war das fertig. Pflegerfreundlich. Ja, absolut pflegeleicht war er und das einzige Problem hat er irgendwo draußen, also er hatte schon Marotten irgendwo, wenn am Reitplatz jetzt eine Woche eine Stange oder da irgendwo gelegen hat, die nie über. Und dann lag die mal am nächsten Tag da, dann hat er da hingeguckt und sagte, hör mal, warum ist die Stange denn jetzt da? Die hat doch gestern da gelegen. Das hat er also ganz genau registriert, hat er geguckt und hat er wieder nach links geguckt, wieder nach rechts geguckt, sagt, da fehlt doch was und warum ist sie jetzt da? Was man das sagen wollte. Also das war schon sehr, sehr aufmerksam und schon hochinteressant mit ihm. Witzig. Gab es denn auch sorgenvolle Zeiten? Ja, ich muss sagen, war er krank, er war normal nie krank auch. Er war irgendwo, absolut sowas von erstmal war er sehr leichtfüßig, man musste immer aufpassen, dass er nicht zu dick wurde. Nicht? Und wir hatten ja unsere Niki, die hat ihn auch mal gefüttert und hat ihn natürlich auch geliebt bis zum geht nicht mehr. Ne? Und sie war seine Bezugsperson? Sie war die Bezugsperson, also muss ich sagen, durch und durch, ja. Und er war im Umgang ja auch, wie gesagt, den konnte also jedes kleine Kind rausziehen und allem drum und dran. Und wie Henrik auch schon sagte, er konnte sich einfach präsentieren, wenn was da war. Er kam immer über die Tür und da stand dann irgendwas, dann kam er angetänzelt, in leicht Piaf und Passagetritten da und sagte, so, hier bin ich, Leute, Babs. Und dann stellte er sich immer hin und hatte natürlich einen Wahnsinnsaufsatz und war schon eine imposante Erscheinung. Ja. Werfen wir mal einen Blick auf die Fakten zu Argentinus.
Der braune Hannoveraner Hengst von Argentan 1 aus einer Duden 2 mal Wirbel 2 Mutter wurde 1980 bei Züchter Jakob Büter geboren. Bereits 2 Jahre später, 1982, wurde er in Oldenburg gekürt. Er selbst zeigte sich im Sport erfolgreich in den Springen der Klasse M. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf knapp 4.100 €. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beträgt bis 2018 rund 5,7 Millionen €. Er hinterlässt 54 gekürte Söhne und rund 1.300 eingetragene Zuchtstuten. Was hat er seinen Kindern mitgegeben? Also er hat ihnen auf alle Fälle diesen Leistungswillen mitgegeben, absolut, den er selbst auch hatte. Und die Bereitschaft auch dazu und auch das Vermögen. Weil er hatte selbst ja unbändig viel, was wir damals gar nicht so als junges Pferd erkannt haben, was er so viel Vermögen hat. Wir haben ihn da oben nie ausgetestet, aber ich glaube, man hätte ihn locker über 2,30 Meter reiten können, das hat er auch angepackt. Absolut, er wollte es einfach. Und das hat er seinen Kindern auch absolut alle mitgegeben. Und Dressur wollte er genauso gern oder eher nicht? Ja, wir waren ja leider dressurmäßig ja nie so selber top geritten, auch nicht und so viel Interesse auch nicht dran. Ich habe früher meist Vielseitigkeit geritten und auch Springen bis S geritten. Aber das dressurmäßig, das lag uns wohl, aber wir hatten nie Spaß dran, jetzt dressurmäßig irgendwo groß rauszukommen. Vielleicht mit einer L-Dressur und M-Dressur, aber jetzt die S-Dressur reiten und so war für uns, kam gar nicht in Frage. Und darum war das für uns, also er hat natürlich auch ein ganz gute Dressurpferde gemacht. Und das ist ja immer, mit welchen Stuten wird so ein Hengst angepaart. Und weil unser Betrieb immer doch mehr springmäßig orientiert war, hat er dem auch mehr Springstuten bekommen. Super Anpaarung war natürlich mit Granos-Stuten. Also da konnte man sagen, wenn man eine Granos-Stute hat, Argentinos drauf, das war normal zu 100% ein Volltreffer. Absolut. Wir konnten alle springen, alle durch. Und bei Dressurstuten hat er natürlich auch ein ganz gute Dressurpferde gemacht. Kriegt ihr heutzutage noch viele Anfragen? Ja, wir haben ja noch, Gott sei Dank, haben wir damals genug TG von ihm einfrieren können, was bei Granos uns leider nicht gelungen ist. Und haben nach wie vor immer noch auch gute Technikqualitätsquoten mit TG-Sperma und nach wie vor, also muss ich sagen, weltweit noch gefragt. Werbung. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net/Beruf-Pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen. Die Pflegerin Nikki Quirk war eine der engsten Vertrauten von Argentinos. Die gebürtige Australierin arbeitete früher auf dem Gestüt von Uli Klatte in Australien, bevor sie Anfang der 90er Jahre zunächst als Au-pair-Mädchen nach Klein-Rochaden kam. Bis heute ist sie hier Pferdepflegerin und die gute Seele des Hofs. Ina, du und Niki, ihr kennt euch noch aus deiner Zeit in Australien und ihr habt euch jetzt in Klein-Rochaden wieder getroffen und über ihr Lieblingspferd gesprochen. Wie war denn das? Erinnerst du dich, als du das erste Mal vor Argentinos gestanden hast? Ja, das war ein Erlebnis, weil das ist immer so ein Hengst gewesen mit Ausstrahlung. Immer Personality, wenn du am Hof reingekommen im Hengststall, der hat immer gewählt, der wusste, wer du bist. Der war einfach ein Traumpferd. Und du bist wie viele Jahre jetzt hier? 28,5 Jahre. 28,5. Und dann war Argentinos, glaube ich, 11, als du ihn das erste Mal gesehen hast. Der war 11 Jahre alt. Ich habe den auch, wie die Kinder den geritten hat, die Kinder von Henrik und Monika. Und erlebt, wie Babsi und Alex und Henrik, alle drei haben ihn geritten hier zu Hause. So, das war ein Familienpferd und brav, aber man musste dann zwischendurch auch aufpassen, dass Kadenz ab und zu über den Hof zu gehen wie ein Hulk. Wien und ich bin da, ich zeige euch den Weg. Aber in allgemein war das ein sehr lieber, charaktermäßig gutes Pferd.
Und es ist natürlich so, dass du als Pflegerin, als die Bezugsperson von Argentinos ganz, ganz, ganz nah dran bist und ganz nah dran warst und ihn wirklich kennst mit all seinen Eigenarten beim Satteln, beim Führen, ich sag mal, durch dick und dünn. Ja, das habe ich deutlich. Und dann eine große, witzige Teil hat der, ganz egal, ob es Winter oder Sommer war, mit seinen Decken, hat er brav abgemacht, ohne es zu kaputt machen, zusammengefaltet in die Ecke gelegt. Zu dem Haufen, weil Hinak hat schon erzählt, dass immer der Haufen in der einen Ecke lag. Ein Haufen war seine Scheißecke und die anderen Haufen war wo seine Decken immer abgelegt. Der hat nie eine Decke kaputt gemacht. Der hat reell zusammengefaltet und hat gesagt, ich brauche keine Decke mehr. Ist zu warm oder brauchte er nicht mehr. Der war echt, muss ich sagen, ein sehr witziges Pferd auch zum Decken. Der hat immer eine Studie in der Deckhalle gehabt und der musste immer mit das Pferd kuscheln. Der ist nie einfach stehen geblieben und fertig gemacht zu decken. Der ist immer zu die Stute hingerannt. Du flogst auch 2 Meter hinterher. Und er musste immer zu seiner Stute und er hat immer mit seiner Stute gespielt, bis er fertig war. Nie verrückt werden oder das Stute versucht drauf zu springen. Hat sie einfach fertig gemacht, rückwärts gegangen, auf den Phantom gesprungen und abgedeckt. Das war ein ein ganz witziges Pferd eigentlich. Fast schon menschliche Züge, ja, was du beschreibst. Ja, war's. Und wie hat er dir gezeigt, dass er dir vertraut? Oh, wie hat er mir das gezeigt? Der könnte sie auch nicht immer im Stall kriegen. Der muss auch immer eine Vertrauensperson. Der gab immer nur, ich könnte den immer aus dem Stall holen. Nicht jeder, der drehte in der Box. Da hat sich menschlich gezeigt, wem der dann gerne mag. Aber eigentlich war der so für jeder könnte ihn anfassen, aber auch mich ab und zu, wenn ich den über den Hof gezogen zum Paddock jeden Tag, der musst du aufpassen, der ist schon galoppiert neben dich und zeigte den Weg, Gott sei Dank, der wusste den Weg, aber der hat mich immer angeguckt und ja, der war schon ein Traumpferd. Und was war für dich so eine Situation, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Mit Argentinos. Wenn ich da nie versäcken war der letzte Hengstvorführung bei uns auf dem Hof hier, wo der reingekommen ist mit seiner Schärpe, Hanoverian Hengst des Jahres, bei uns in der kleinen Halle war voll und die Lichter gingen aus und alle hat so diese Fackeln und alle aufgestanden und da kriegte einfach Gänsehaut. Das war für mich einfach ich war stolz, ihn noch kennen mitgearbeitet für 17 Jahre. Naja, er war ja, sagte Hinak auch, ne, dir hat er vertraut, du warst so seine Nummer 1. Hattet ihr mal ein Verkaufsangebot? Also wurdet ihr gefragt, ob ihr ihn hergebt? Verkaufsangebote hatten wir genug, aber das stand ja nur so, wir haben einfach gesagt, mein Vater hat immer gesagt, jedes Pferd ist zu kaufen, außer Frau und Kind. So. Das ist so, aber wir haben für Granus Verkaufsangebote gehabt damals, wir haben für Argentinos gute Verkaufsangebote, haben gesagt, nein, wir verkaufen die nicht, weil das war eben schon, die sind hier aufgewachsen, die gehörten zur Familie, wir haben unsere Pferde geliebt und die gehören einfach dazu und dann verkaufen ist ja auch noch Existenzgrundlage, die haben ja auch noch jedes Jahr was eingebracht. Ne? Ja, und sie haben auch natürlich Zuchthofglatte dann über die Grenzen hinaus das ist so, das sind die beiden Hengste, die also uns schon weltweit bekannt gemacht haben. Dann, ne? Das stimmt. Wie alt ist er geworden? Argentinos 27. Stolzes Alter, ja. Und wie war sein Ende, seine letzten Tage? Wie gesagt, er ist 27 Jahre geworden, das war zum Ende des Jahres, ich glaube am 23. war es, Dezember, Abend vor Heiligabend, war er leicht kolikartig und hatte wirklich vorher überhaupt keine Anzeichen gehabt, hat ja auch 27-jährig noch wirklich die ganze Saison durchgedeckt und war immer gut drauf. Und dann im Prinzip musste dann in die Klinik und hatten sie dann auch aufgemacht und dann wurde festgestellt, dass er ein ganz großes Tumor an der Niere hatte. Und im Prinzip, dass er überhaupt keine Chance mehr hätte. Und dann haben wir im Prinzip da eingeschläfert. Und das war dann am 24., das war am Heiligabend. Also auch so ein besonderer Tag irgendwo. Das war dann nicht so ein schöner Abend für uns. Aber vergisst man sicherlich nie, ne? Nee. Eure Hengste sind ja Familienmitglieder, kann man auch sagen. Ich meine, natürlich ist es Teil eurer Existenz. Und trotzdem merkt man ja auch, wenn man hier ist und durch den Stall geht, die gehören mit dazu. Ja. Das ist absolut so, doch.
vor allem die Hengste, die dann wirklich auch über Jahre bleiben und die wachsen einem natürlich mehr ans Herz, wenn man jetzt, von den anderen Verkaufspferden, die auch irgendwo dann 4-, 5-jährig dann, wo sich der Weg trennt und mit solchen Pferden erlebt man Höhen und Tiefen. Aber es ist doch trotzdem immer wieder, auch jetzt noch zu diesem Zeitpunkt, wir haben im Moment ein paar ganz interessante junge Hengste und wie man sieht, wie die sich entwickeln und welchen Weg die gehen, das ist immer wieder spannend. Puh, da konnte man jetzt auf jeden Fall echt spüren, dass das Pferd ein Teil der Familie gewesen ist. Absolut, ja. War richtig bewegend. Also bei Niki waren ja immer noch die Tränen in den Augen und auch Hinnerklatte und Henrik waren beide ganz ergriffen noch, nach wie vor. Ja. Also man hat es richtig gespürt, dass Argentinos tatsächlich nicht nur irgendein Hengst war dort auf dem Hof, sondern wirklich fester Bestandteil und, wie du sagst, Familienmitglied. Ja, ist echt schön zu sehen oder zu hören, dass es da nicht nur um das Geld verdienen geht. So, und auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen freue ich mich ganz besonders, weil ja, Ina, ich auch. Wir sprechen über einen Hengst, der sowohl begeistert hat, als auch die Kritiker wahnsinnig gemacht hat. Genau, und zwar geht es um Totilas. Ja, den kennt irgendwie jeder. Selbst Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben, sagen, klar, Totilas. Und ich bin echt gespannt. Wir fahren nach Möhlen, treffen Paul Schockemöhle und reden mit ihm über diese, Living Legend. Ja, er lebt ja noch, Gott sei Dank. Du hast recht, dieser Hengst polarisiert absolut. Legenden ranken jetzt schon um ihn und ich bin ganz gespannt, was Paul zu ihm sagt. Ja, ich bin auch sehr gespannt und um diese Folge nicht zu verpassen, abonniert ihr uns natürlich am besten und folgt dem Reitsportmagazin auf Instagram. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Hengste, über die wir auch unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@paragon-verlag.de und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.